Bei dem ist eher das Problem, dass ich 2 Sets und 2 Schmucksets habe. Und immer alles mit mir rumtrage. Weil ich es nicht auf die Bank tun kann, weil meine Bank voll ist. Ja, der Knackpunkt von der ganzen Geschichte ist einfach, dass wir zu wenig Platz auf der Bank haben. Kriegen andauernd sehengebundene Items bei jedem Event, bei jedem Update. Immer wieder sehengebundene Items und die Bank vergrößert sich einfach niemals. Das ist so nervig. Wir verlangen ja gar nicht viel. Mir würde schon reichen, zweimal im Jahr die Bank um 2 Reihen vergrößern. Das wären 8 Plätze. Das würde mir schon reichen. Also pro Jahr wären es dann 16 Plätze oder vielleicht einmalig 16 bei einem irgendeinem random Update und von da an mindestens 8 jedes Jahr. Würde auch schon reichen. Man muss ja nicht alles aufheben. Mache ich auch gar nicht. Ich schmeiße auch viel weg. Ich habe schon sehr viel weggeschmissen. Aber ich finde es dann irgendwie auch schade. Farmst du irgendein Event und sagst halt am Ende, ja gut, das Item brauche ich jetzt aktuell halt nicht wirklich. Und ich weiß jetzt auch nicht, wann ich es jemals brauche. Ich habe jetzt gerade keinen Platz dafür. Im Inventar will ich es auch nicht mit mir rumschleppen. Ja, dann schmeiße ich es halt weg. Also ich finde das halt irgendwie auch so ein bisschen schade, dass man seine Zeit investiert und dann kriegt man halt etwas, was man jetzt nicht zwangsläufig will. Aber man würde es vielleicht schon aufheben, wenn man den Platz hätte. Und meistens schmeißt man es dann halt aber weg, wenn man den Platz einfach nicht hat. Aber du schmeißt es eigentlich... Oder ich schmeiße es eigentlich selten weg, weil ich es wirklich gar nicht will. Sondern eher, weil ich es halt jetzt einfach gerade nicht will. Oder, ich meine, gut, es gibt natürlich auch die Fälle, wo du halt Vitaltrink auf dem Elementor bekommst oder Refresher Hold auf einem Blade. Klar, das schmeißt man natürlich auch weg, aber in vielen Situationen ist es halt dann einfach, keine Ahnung, weil du halt einfach nicht weißt, wann du es jemals benutzen würdest und bevor du es halt dann jahrelang mit dir rumschleppst oder so, oder einen Bankplatz dafür opferst, denkst du ja, na gut, dann schmeißt du es halt gleich weg. Aber das sind alles so Sachen, ich meine, klar, von Galas Seite kann man es auch verstehen, dass sie jetzt nicht wollen, dass man Ewigkeiten Items bunkert und so. Aber von der Logik her finde ich es immer schwierig nachzuvollziehen. Weil wenn wirklich der Grundgedanke ist, dass wir so wenig Platz auf der Bank haben, vor allem, ich meine, Inventarplatz geben sie uns ja immer wieder neuen. Gab beim letzten beim letzten Update auch die Inventarerweiterung wieder mit den Quests und so. Aber vom Prinzip her, wenn sie wirklich wollen würden, dass wir die Items nicht so sehr bunkern, ja, dann würden sie uns die doch eigentlich gar nicht wirklich geben, oder? Also ich meine, von der Logik her, dann gebt uns halt weniger Items, statt dass wir dann immer das Problem haben, dass man sie nicht lagern kann, weil wir keinen Lagerplatz haben. Was ja wahrscheinlich auch gar nicht auf alle Leute zutrifft. Gibt wahrscheinlich auch viele Leute, die benutzen alle ihre Items so relativ früh. Die haben gar kein Problem vielleicht. Weiß ich nicht. Weil ich es mir eigentlich fast nicht vorstellen kann. Also klar, die Karten sind bei mir ein Ding. Die nehmen schon auch nicht wenig Platz weg. Aber ich habe ja eh 8 Chars. Also ich meine, ich sehe meine Inventories halt anders. Wenn ihr euch mein Inventory zum Beispiel anguckt, dann denkt ihr euch wahrscheinlich, oh Mann, die Karten, so viel Platzverschwendung. Die Pillen, so viel Platzverschwendung und so. Aber wenn man es halt durch die Augen der 8 Char-Taktik sieht mit Party auf Reihenfolge, dann ist das ja vollkommen irrelevant, dass da die Karten sind. Weil ich habe den Platz hier oben. Jemand anderes hat vielleicht doppelt so viel Inventarplatz, aber nur 2 Chars. Aber ich habe halt den halben Inventarplatz am mal 8. Also habe ich dann trotzdem so viel wie jemand anderes mit 4 Chars. Viele spielen aber nur 2. Also habe ich trotzdem mindestens doppelt so viel Platz wie jeder, der die Karten zum Beispiel nicht dabei hat. Deswegen ist das immer so ein Ding, so wenn die Leute sagen, oh ja, nehmen wir die Karten nicht mit. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich keinen Platz auf der Bank habe. Ich rede doch überhaupt nicht von den Karten oder von sonst irgendwas. Es geht darum, dass ich nicht genug Platz auf der Bank habe, um teilweise halt manche Items aufzuheben, die ich dann halt wegschmeiße. Also ich rede dann quasi von Items, die ich gar nicht dabei habe. Und dann kommen die Leute immer mit meinen Karten oder so. Immer so komplett an der Argumentation vorbei. Also ich meine, das beste Beispiel auf dem Elementor ist einfach dieses Equipment hier. Ich habe halt dieses accountgebundene Equipment immer noch vom FEC 1. Klar, das ist genau das, was ich gerade meine. Jemand anders hätte es halt schon längst eingeschmolzen für sehengebundenen, accountgebundenen Sternstaub, Juwelenstaub meine ich. Und Fragmente. Aber ich sehe das halt nicht ein. Ich habe damals echt viel gezockt und gegrindet, um diesen Schmuck zu kriegen. Und was will ich mit accountgebundenen Juwelenstaub? Den würde ich wegschmeißen, weil der ist für mich effektiv wertlos, weil ich will keinen accountgebundenen Schmuck haben. Also würde ich ihn nicht benutzen. Das heißt, effektiv würde ich ihn dann einfach wegschmeißen. Und die paar Fragmente, ich meine, der höchste Ring ist plus 18, plus 17, der Rest ist plus 13 und 12.
Keine Ahnung, was das in Fragmenten wäre. Ich meine, 13 und 12 gibt überhaupt keine Fragmente, nur 18 und 17. Das wären auf jeden Fall sau wenig. Das wären 300 Mio vielleicht oder so. Also nichts effektiv für den Aufwand, den ich betrieben habe, um den Schmuck zu kriegen. Also nach wie vor bin ich immer noch ziemlich pisst darüber, wie sie uns damals mit dem Schmuck haben, sie uns so heftig verarscht. Kann man nicht anders sagen. FEC 1 und dieser Schmuck, das war die größte Verarsche aller Zeiten. Bin ich immer noch der Überzeugung, dass das richtig dirty war. Und ich sag mal so, ist ja egal, ne? Der Grund, warum ich es jetzt nicht einschmelze, ist ja egal. Aber es geht einfach darum, wenn du halt, sobald du 2 oder 3 Schmucksets oder normale Sets hast oder Waffen, dann hast du schon Probleme, weil dann ist gefühlt deine halbe Bank schon damit voll. Und ich meine, keiner kann mir sagen, dass er immer jeden seelengebundenen Power Dice immer alles sofort benutzt und so. Ich meine, irgendwann lagerst du halt doch mal ein paar Sachen ein. Und wie gesagt, Battle Pass, Events und so, das wird so schnell voll. Und keiner benutzt doch immer alles sofort. Also es gibt vielleicht ein paar Leute, die machen das. Aber ich meine, oft wartet man halt dann eben doch auf das Upgrade-Event und so. Das sind die verschiedenen Products. Wie gesagt, Power Dice 10, Power Dice 12, seelengebundene Orikalkom und so. Wo du eigentlich schon überall auch gerne auf ein Upgrade-Event wartest. Das ist ja eigentlich ganz normal. Aber das ist halt alles so extrem erschwert dadurch, dass halt so wenig Platz ist. Also, ich verlange ja wirklich nicht viel, würde ich sagen. Einfach nur pro Update Minimum und am besten mindestens einmal pro Jahr auf jeden Fall, dass sie uns halt ein bisschen Bankplatz geben, damit man halt mehr Items einlagern kann. Mehr ist es ja gar nicht. Finde ich, ist jetzt nicht sehr viel verlangt. Und wie man dann selbst sein Inventar managt und so, das muss ja jeder selber wissen. Also gibt eigentlich nichts, was mich mehr abfuckt, als Leute, die mir sagen, wie ich mein Inventar zu ordnen habe. Das ist ja wohl meine Sache. Und ändert ja nichts an der Tatsache, ne? Kann ja jeder seine Meinung haben. Aber ich denke mir halt so, also das ist halt so was so Allgemeines und das schadet ja niemandem vor allem. Und ich meine, führst du eine Diskussion darüber, dass ich jetzt sage zum Beispiel, ich will mehr Bankplatz und jemand anderes sagt, ja, räum doch erstmal deine Karten auf. Und dann denke ich mir so, ja, okay, und was ändert das jetzt an der Tatsache, dass wir dann alle mehr Bankplatz hätten und dass jedem Spieler zugutekommen würde? Also was ist das für eine Logik? Das ergibt keinen Sinn. Also, checkst du nicht. Manchmal sind die Leute einfach so weird. Das ist wirklich crazy. Ist doch egal, ob ich die Karten im Inventar habe oder nicht. Wenn wir mehr Bankplatz kriegen, profitieren wir doch trotzdem alle davon. Was hat das mit den Karten zu tun? Ich will doch trotzdem etwas, was uns allen zugutekommen würde. Also warum dann irgendwie anzufangen zu diskutieren, dass ich den Bankplatz gar nicht brauche, wenn ich mein Inventar so sortieren würde, wie es andere Leute machen? Das ist überhaupt nicht der Punkt. Also das ist einfach, ich check's manchmal wirklich nicht. So sinnlos, solche Diskussionen überhaupt zu führen. Aber hilft nichts. Manche Leute können einfach nicht anders. Und wie gesagt, seit das Spiel released wurde, haben wir nicht einmal Inventarplatz bekommen. Also, das ist schon wirklich verrückt.